115 km/h durch Europa. Ah, ist das erfrischend. Kelly und Ingmar, beide aus Kanada. Nach dem unterhaltsamen Videochat mit Elisabeth am frühen Morgen gehe ich meiner Arbeit nach. Zwischendurch gibt es eine deftige Jause mit französischem Weichkäse, einem knusprigen Baguette und ein Stück harter Wurst. Jetzt bin ich mal mit einem etwas lockeren Outfit unterwegs, also Sandalen ohne Socken. Als ich um 12:45 Uhr den Campingplatz verlasse, drehen sich meine Gedanken um die Österreich-Fahne, die ich während der Anreise zum Atlantik in einem Zug vergessen habe. Die französische Fahnenfabrik hat damals in Rekordzeit das rot-weiß-rote Tuch für den Anhänger produziert. Obwohl ich normalerweise kein Ziel für den Abend festlege, überlege ich dennoch, heute Nachmittag in Tours zu sein, um die Angestellten mit einem kleinen Geschenk zu überraschen. Völlig in Gedanken versunken, übersehe ich beinahe die fabelhaften Skulpturen am Wegesrand. Ich halte an und stelle das Fahrrad ab. Plötzlich überkommt mich die Idee, meine Ehefrau, mit der ich 35 Jahre zusammen bin, zu necken. Provokant stelle ich mich zu einer weiblichen Skulptur und umarme sie ganz zärtlich. Und dann schicke ich das Bild Elisabeth. Gerhard. Das ist nicht nur ungehobelt, sondern auch provozierend. Wenn dieser Schuss bloß nicht nach hinten losgeht. Tja, es dauert nicht lange. Und noch vor dem Eingang in das Schloss Langeais fliegen mir die WhatsApp-Nachrichten von Elisabeth nur so um die Ohren. Am besten, ich verstecke mich hinter diesen Mauern, bis der Spuk vorbei ist. Mittlerweile ist es 13:30 Uhr. Die Querschüsse von Elisabeth haben nachgelassen. Gott sei Dank. Ich fahre zur Brücke. 14 Kilometer von Langeais nach Villandry. Nach der Brücke, die direkt zum Eurovelo 6 Radweg führt, folge ich ein Stück der Loire und beginne mit meinem Geist ein Zwiegespräch. Inzwischen haben sich auch meine Französischkenntnisse erstaunlich rasch erweitert. Neben Begriffen wie Charles Aznavour, Mireille Mathieu, Brigitte Bardot oder Je t'aime gibt es jetzt auch weitere Ausdrücke. Das will ich jetzt aber genau wissen. Was heißt denn Auf Wiedersehen auf Französisch? Na, das ist easy. Au revoir. Sehr gut. Und was heißt Bon Voyage? Bon Voyage? Bon Voyage heißt gute Reise, vermute ich. Wunderbar. Und wie sagt man Dankeschön? Merci beaucoup. Die Brücke da vorne, auf der die Autobahn A85 liegt, befreit mich kurzfristig vom Französischunterricht und gibt Hoffnung auf einen Zufluchtsort vor den immer größer werdenden Regentropfen. Gerhard, hast du vielleicht geglaubt, du bist der Einzige, der vor dem Regenguss eine Zuflucht sucht? Mit Gepäck, allem drum und dran? Ich habe auch einen Motor. Das Der ist ja gut versteckt. Ja, Aber ordentlich bepackt. ja. Was alles Nun, mit Zelt? Vieles Und ist mit Zelt und Schlafsack. Aber dieses zum Beispiel ist sehr groß, aber das ist gar nichts. Das ist der Schlafsack. Das ist, wirklich, der ist so riesig. ja, der ist riesig, aber das kriegt kein Gewicht drin. Okay. Ja. Tschüss. Der Regen lässt nach und allmählich löst sich auch die Gruppe auf. Gute Reise. Dankeschön, auch gute Reise. Alles Gute. Es ist schon ein herrliches Gefühl, sich mit so vielen Menschen aus unterschiedlichen Ländern zu treffen und einander kennenzulernen. Es hat abgekühlt und ich bin etwas nass geworden. Doch das soll mich nicht davon abhalten, die Fahrt fortzusetzen. Hallo, hier ist wieder dein Gewissen. Was hältst du von etwas Französischunterricht? Wie würdest du eine junge Dame ansprechen?
Was für eine Frage. Mit Bonjour, Mademoiselle. Natürlich. Gerhard. Noch eine allerletzte Frage. Wie übersetzt man Champagner? Naja, am besten mit einem Glas österreichischen Rotwein in der Hand. Ganz unscheinbar flüchtet die Loire nach Norden, während der Eurovelo 6 Radweg der Cher folgt. Noch 2 Kilometer bis nach Villandry. Oh, so ein Mist. Jetzt werde ich meinen alten Tagen nochmal so richtig durchgebeutelt. Ob das die Knochen aushalten? Und was passiert mit den Weinflaschen, die ich im Gepäck habe? Hey, ich verrate euch etwas. Gerhard transportiert nämlich 2 Weinflaschen durch Europa. Eine bekommt der Bürgermeister in Konstanza und eine Flasche wird für einen guten Zweck I would like to versteigert. change, no? Hallo, ich möchte gerne ja. tauschen. Villandry. Kaum sehe ich die beiden Radfahrer vor mir, entflammt der Ehrgeiz, sie einzuholen. Okay, ich gebe zu, die Fahrt im Windschatten fühlt sich auch sehr gut an. Von Villandry nach Savenière, Eurovelo 6, Frankreich. Bei der Brücke endet die komfortable Fahrt hinter den beiden Radreisenden. Kelly Kelly und Ingmar. und Ingmar. Kelly und Ingmar, beide aus Kanada, traben also hier den Eurovelo 6 entlang bis nach Nevers und dann runter nach Nice. tolle Strecke, ja. Sie arbeitet. Sie ist schon im Ruhestand. Ah, so wie ich. Ich sage an die Familie in Deutschland. Ja, hallo. Und in Donaueschingen, wo er durchfährt. Bald. Genau. Bald. Blumberg. Habt ihr das Zelt auch mit? Oder? Ja. Zelt, Schlafsack. Ingmar lässt die Verwandten in Donaueschingen herzlich grüßen. Und er hat recht. Donaueschingen liegt direkt auf meiner Route zum Schwarzen Meer. Ja, und bis zum Donauursprung sind es ja bloß noch 1250 Kilometer. Zur Erinnerung an unsere Begegnung schenkt mir die fröhliche Kelly einen kanadischen Glücksbringer. Um 16 Uhr, als ich mal kurz verschnaufe, sehe ich mir das verschmutzte Vorderrad an und das dreckige Gepäck. Und ich weiß sofort, dass mir ein außerordentlicher Reinigungsdienst am Abend bevorsteht. Das erschüttert ein wenig mein Gemüt. Den sauber machen, naja, das war noch nie so meine Sache. Von Savenière nach Tours, Eurovelo 6, Frankreich. 11 Kilometer sind es von hier aus noch nach Tours. Ja, die Luftfeuchtigkeit ist nach wie vor sehr hoch. Es hat aufgehört zum Regnen, allerdings es ist immer noch sehr stark bewölkt und somit ist mein Entschluss, doch mit der Regenkleidung weiterzufahren. Jedenfalls ist es mir zu umständlich und ich nehme dadurch das Schwitzen in Kauf. Es ist natürlich nicht angenehm, diese Plastikkleidung da, oder Nylon, was auch immer das für ein Stoff sein mag, diese Kleidung bei mir zu tragen, weil man da unten einfach schwitzt, ohne sich wirklich ordentlich anzustrengen. Vielleicht die optimale Kleidung fürs Büro? Ach Gerhard, glaub mir, so langsam wie du im Büro gearbeitet hast, hätte dich nicht mal die Regenkleidung ins Schwitzen gebracht. Also eine herrliche Waldgegend. Das Schöne ist, dass ich bis jetzt in diesen 7 Tagen, die ich unterwegs war, noch nicht wirklich einen richtig heftigen Gegenwind hatte. Also das ist bemerkenswert. Rückenwind leider auch nicht. Es sind diese unendlich weiten Kornfelder und die kontrastreich gefärbten Landstriche, die mich immer wieder faszinieren.
Und gerade jetzt versuche ich wieder einmal abzuschalten, um mich voll und ganz dem Schauspiel der Natur zu widmen. Doch so ganz gelingt mir das nicht. Denn manchmal denke ich an meine Familie, die ich schon 3 Wochen lang nicht mehr gesehen habe. Dabei treffen wir uns nahezu täglich über einen Videochat. Kaum verschwindet dieses Luftschloss, schwenken die Erinnerungen zu meinen verstorbenen Eltern. Da war meine unglaublich fleißige Mutter. Mama sorgte für uns Kinder, kümmerte sich um den Haushalt und ging so nebenbei von 7 Uhr bis 17 Uhr arbeiten. Der einzige Vorteil war, dass sie nur 5 Minuten Fußweg zur Arbeit hatte, so wie Papa. Sie arbeiteten nämlich in der gleichen Fabrik. Unser Vater war ehrgeizig und als Elektriker im Ort sehr begehrt. Er konnte nämlich Fernseher, Radios und Bügeleisen reparieren. Na, sucht ihr den richtigen Weg? Nein. Wir fahren geradeaus und suchen nur ein Hotel. So, ich bin schon ganz nahe der Großstadt und neben mir befindet sich ein äußerst gepflegter Golfplatz. Hallo Gerhard. Ich bin es wieder. Deine nie müde werdende innere Stimme. Sag, was weißt du über die Stadttour? Immerhin hast du während deiner Anreise nahezu einen ganzen Tag hier verbracht, oder? Ja, das stimmt. Also, ich weiß, dass es in Tours eine Fahnenfabrik, ein Tourismusoffice, einen Bahnhof und einen McDonald's gibt. Na toll. Willst du mir damit sagen, dass du an den beiden Tagen, die du während deiner Anreise in Tours verbracht hast, sonst nichts in Erfahrung gebracht hast? Du bist ja ein echter Geschichte- und Kulturbanause. Manchmal ist mein Gewissen so richtig nervig und führt mich auf den Pfad der Rechtfertigung. Und stolz fällt mir ein, dass ich im Bike Radtourenbuch gelesen habe, dass Tours mal die Hauptstadt von Frankreich war. Ja, eine Stunde in der Natur hat mich jetzt die Zivilisation erfasst, die Großstadt Tours. Oh, du verblüffst mich. Tours war tatsächlich mal die Hauptstadt von Frankreich. Das war im 15. und 17. Jahrhundert. Und weißt du auch, welche Flüsse die Stadt in 3 Teile gliedern? Na klar, das sind die Loire und die Cher. So, und jetzt lass mich aber bitte in Ruhe. Ich will die beiden überholen. Nein, mir ist Fahrt. Ich will mich mit dir unterhalten. Wusstest du, dass der heilige Martin, dessen Sterbeort du in Camp de Saint-Martin besucht hast, hier als römischer Legionär stationiert war? Nein, das wusste ich nicht. Und was willst du mir damit sagen? Ja, und jetzt gibt es gleich eine Fußwäsche. Ah, ist das erfrischend. Naja, heute könnte ich ruhig öfters da durchfahren. Dann ersparen wir am Abend am Campingplatz die eine oder andere Körperpflege. Das schaut dir wieder mal ähnlich. Jetzt sei mal still. Ich glaube, ich habe mich verirrt. Ich muss schmunzeln. Hier biegt er das erste Mal falsch ab. Dreimal falsch abbiegen? Das ist wahrlich eine Kunst. Dabei hätte er sich nur umdrehen müssen. Jetzt ist die Frage. Da Camping bei Saint-Avertin, 2,4 Kilometer angeschrieben, oder dann eben Camping in Vouvray, was wir ausgesucht haben. Ha! Was für Campingplatz bietet was? Wie spät haben wir es? Es ist 5:30. Das ist immer so eine Entscheidung.
Ja, unterwegs zum Campingplatz. Diesmal mit Google Maps. Hey, ich muss dir noch was über Tours und den heiligen Martin erzählen. Folgt man einer uralten Sage, dann ritt er in einer eisigen Winternacht durch Frankreich und begegnete einem frierenden Bettler. Ohne zu zögern zerteilte er mit dem Schwert seinen Mantel und gab die Hälfte dem frierenden Mann. In der folgenden Nacht erschien ihm Christus, umhüllt mit seinem Mantel. Daraufhin trat er aus dem Militärdienst aus und verschrieb sich dem Christentum. Einige Jahre später wurde er Bischof von Tours und gründete das Kloster Marmoutier. Die Legende erzählt, dass im November, während sein Leichnam zu Grabe getragen wurde, am Pfad dorthin die Bäume grün wurden, die Vögel zu zwitschern begannen und die Blumen aufblühten. Selbst im Jahr 2018 werden die warmen Tage im Herbst, L'été de la Saint-Martin, also Altweibersommer, genannt. Willst du wissen, was am nächsten Reisetag passiert? Und interessiert dich, was es auf den Radwegen Neues gibt? Dann klicke rechts unten auf das Gesicht mit dem Fahrradhelm und abonniere den Kanal. Das Abonnement ist kostenlos und jederzeit sofort stornierbar.